Ich bin wegen der Persönlichkeit hier. Deswegen bist du mein Sohn. Stimmt. Wir gucken jetzt Basketball-Content. Wenn du irgendwas sagen willst, auch die ganze Zeit, auch jetzt bei den Reactions, du musst einfach nur so irgendwas so laut machen oder so, dann mache ich einfach schon Pause, ne? Oder sag einfach, mach mal Pause oder so. Oder schrei einfach mal Papa oder so, dann geht das auch. JxmyHighroller. A massive change is coming to the NBA. Ich wollte das jetzt gerade so englisch aussprechen, wie ich konnte. Ich bin mal gespannt, was er damit meint, welche Change denn zur NBA kommt. Hoffentlich ist das 12-Minuten-Video und nicht nur 10 Minuten. First of this year, the NBA and its players agreed to a new collective bargaining agreement. Was wirst du denken, was die Change sein wird? Oh, okay. Wir sehen es ja, glaube ich, schon. The announcement of Ist das neue NBA? Ist das so jetzt wieder wie damals ABA und NBA? Ich würde schätzen, dass jetzt so eine Off-Season-NBA ist, weißt du? Weil die ganzen Spieler gehen ja in die Drew League und so. Zum Beispiel, wenn die jetzt Off-Season haben. Und dass die irgendwas von NBA haben, wo die durch Werbeeinnahmen und so machen. Dass die noch reicher werden. of this new CBA broke news for about a day or two, and then it was shrugged off in the midst of the regular season. For the most part, it's a bunch of contract jargon, new financial structuring and incentives, nuanced agreements between owners and players that us fans couldn't care less about. But built into the details of this fairly routine league adjustment are three major rule changes to how the NBA will operate. Three adjustments to rules, systems, awards, and honors that have been in place for decades and will change the way the NBA and its players navigate the season. Ich glaube, die erste Change, oder eine der Changes wird dabei sein, was jetzt seit dieser Season, glaube ich, sogar schon dabei ist, dass du nur noch Awards gewinnen kannst, wenn du 65 Spiele in der NBA dran teilgenommen hast. Ne? Wenn du also mehr als 25, weiß ich nicht, was sind das, mehr als 22 Spiele gefehlt hast, dann bist du raus, Digga. Kannst nicht mal mehr MVP werden. Today's sponsor is HelloFresh. Ja, auf jeden, Bruder. Ich glaube, Joel Embiid war dieses Jahr der MVP, der die wenigsten Spiele gespielt hat, um MVP zu werden. Das ist auch krass. Coming into effect starting with the 2023-2024 NBA season, the league has a new CBA. Among the slosh of financial mumbo-jumbo that I couldn't give a rat's ass about, there are three major changes taking place from this season forward. The first one is a new rule regarding the minimum number of games a player must play to receive individual awards and or be eligible for all NBA team selection. Ich bin so ein schlauer Mensch, Bruder. Ne? Ich bin halt der schlauste Mensch auf der Welt. Das sind gute Gene für dich. Previously, this threshold was 58 games. Or von irgendwo gehört? Ich habe das schon mal gehört. Das Ding ist, ich habe ja die NBA-Spiele alle geguckt, ne, vor allem die Finals. Und da haben die auch über sowas geredet, weißt du? Und wenn du ein bisschen Englisch kannst, dann geht das natürlich, ne? About 70% of the season. But under the new CBA rules, vor allem, ich gucke halt auch diesen englischen Kommentator und die geben halt wirklich mal gute Infos, anstatt wie die Deutschen, die halt sagen, ja, er hat den Ball richtig aus... Oder was benutzen Deutsche für Worte beim Basketball? Richtig cringe, Bro. Was benutzen Deutsche für Worte im Basketball? Der stoppt den Ball, wenn er dankt, ne? Er stoppt den Ball. Oder, es ist ehrlich, jetzt Deutsch und Basketball sind zwei Sprachen, die nicht zusammengehören. Also, oder auch allein die Aussprache oder so, wenn die auf Deutsch kommentieren und dann so einzelne englische Wörter sagen. Ja, true, Alter. True. Aber es ist auch ganz selten, dass sie mal also vernünftiges Basketball-Englisch reden, Digga. Das ist halt meistens so ein Crooked, halt Deutsch, Digga, mit, hör bloß auf. Player now must play at least 65 games in a season to qualify for all awards and honors. The overarching goal of this change being to reduce the amount of load management around the league. And surely, this change will do just that. Over the last 3 seasons, of the 45 players who were selected to an All-NBA team, 15 of them wouldn't have even qualified under the new rules. In fact, LeBron James would have missed the cut in all of the last 3 seasons. And 15 superstars not Load Management, ne? Also hast du auch gehört, Digga, dass LeBron so extra tut, als wenn er verletzt wäre, um die Sachen, also um seine Zeiten zu beeinflussen? So von wegen, ne? Wenn er jetzt denkt, er kann noch was holen, dann spielt er mehr. Und wenn er nicht mehr denkt, dass er was holen kann, ist er mehr verletzt. Na, ich glaube eher, dass es so, dass er selber weiß, dass er alt ist und dann nicht jetzt noch irgendeine schwere Verletzung eingehen will. Weil er will ja noch ein Jahr mit Bronny spielen. Und das dauert halt jetzt noch jetzt das Jahr und dann noch das nächste Jahr. Gut, da hast du recht, aber im Endeffekt hast du mir ja auch recht gegeben. Ne? Also versuch da schon zu sagen, okay, jetzt bin ich verletzt, ich lieber nicht mehr spielen, weil bringt eh nichts mehr. Als, ne?
einfach Und dann- durchzuspielen. Ich denke nicht, dass der Einzige ist, weil Nee, da sind ja schon. Auf keinen Fall. Wenn du hier allein schon siehst, Kevin Durant ist ja vollkommen bekannt dafür. Joel Embiid, auch wenn er jetzt diesmal dabei war. Wer noch? Weiß ich nicht. DeMar DeRozan eigentlich auch, ne? Er ist halt auch schon lange in der Liga. Chris Paul, Bruder, ist halt auch schon alt. Steph Curry auf jeden Fall. Julius Randle. Das sind ja alles so Spieler, die dafür bekannt sind, ne? Lieber weniger als mehr zu spielen. Playing enough games over the course of 3 seasons may not sound like much until you realize that in the previous 19 seasons combined, only 15 players made all NBA teams without playing at least 70% of the season. A requirement that pushes for about 10% more games played throughout a season for every superstar around the league may have a larger impact on the game than you would think. Which leads Ben Rohrbach of Yahoo Sports to beg the question, is it worth Klar. Ich glaube aber, dass es auch eher so ein Ding ist, dass sie wollen, dass die Arenen gefüllt sind, beziehungsweise Ticketpreise hochgehen, anstatt dass es irgendwie um das Wohl des Spiels oder so geht. Dass es wirklich wieder nur aufs Geld bezogen ist. Ja, true, Alter. Also ich muss auch sagen, ich habe ja die komplette NBA, habe ich ja kein Basketball geguckt oder nur selten mal ein Spiel, wenn mal ein Spiel irgendwie gut lief, irgendwie 19 Uhr oder so, ne? Intervention oder so. Ja, genau Oder so. das. Aber dann habe ich das letzte Season-Spiel gesehen und das war die Chicago Bulls gegen Toronto Raptors. Nee, noch nicht mal gegen Toronto Raptors, gegen die Trailblazers. Und ich denke so, ja, alles klar, Digga, ich kann mir Damian Lillard reinziehen und so. Dann haben die nicht mal die B5, sondern die C5 auf den Court geschickt, die Trailblazers, Digga. Und die Bulls hatten halt ihre normalen Leute auf dem Feld, weil die halt noch ein Spiel gewinnen mussten. Bruder, das war das komplette Much-Game. Komplette Schmutz-Game, Bruder. Und ich glaube auch genau für so eine Sache, damit das sowas nicht mehr so oft passiert, ne? War der Satz vom G-League-Team. Ja, ohne Scheiß, Digga. Ich habe nicht einen Spieler von denen gekannt. Und ich kenne mich eigentlich gut in der NBA aus, ne? Nicht einen von den Spielern gekannt. worth squeezing a handful more games from these stars to risk rewarding less prestigious candidates? Yes, absolutely. And this minimum game requirement will also be in effect for individual awards, such as the MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, and so on. The minimum game requirement here will have less of an effect on the league since voters are already in a silent agreement that in order to be the best at anything, you have to play most of the games. This is the exact reason why, excluding shortened seasons, there's only been 2 MVP recipients that played less than 70 games since the league moved to the 82-game schedule in 1968. Bill Walton in 1978, and Joel Embiid just this past season. But still, we will inevitably see this new rule begin to change the way stars. Du hast jetzt einen Spieler, also wir haben nächste Season haben wir, sagen wir einfach Wembanyama, der Zahlen auflegt wie Will Chamberlain. Aber nur 30 Spiele macht wegen Verletzungen etc. Hm. Oder du hast einen, sagen wir mal einfach Doncic, der jedes Spiel macht und seine, ich sag mal, normalen Stats auflegt, ne? 30, 8 und 10 oder so. Ja. Wen würdest du den MVP geben? Ja, man muss da halt wirklich einfach Luka den MVP geben, weil auch wenn du das, weil klar, du hast es für eine 30-Game-Stretch gemacht, Digga, und na klar geht auch keiner davon aus, dass man sich verletzt, deswegen kann man nicht sagen, okay, aber man weiß also, dass er das vielleicht später nicht mehr erreichen würde. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass er das durchgängig macht. Aber er hat es halt nicht gezeigt und ich glaube, mit dem MVP-Award willst du halt auch gerade das belohnen für die Arbeit, die geleistet wurde und nicht die Arbeit, die hätte geleistet werden können. Weißt du so? Mhm. Hm. Stars around the league navigate each season. Over the past decade, here are award winners that, under the new rules, wouldn't have even been eligible, including Jaren Jackson Jr. for Defensive Player of the Year in 2023. Hey. Now, the one caveat to this rule change is that there will be exceptions under specific circumstances. For example, if a player has a season-ending injury, the minimum game requirement will drop from 65 to 62 games. Yeah, Also, I any guess. game where a player plays at least 20 minutes will count as a game played. And I think we can all see exactly how this exception will be exploited. And to demonstrate this, I want to point y'all to AC Green. Throughout the 80s and 90s, Green was a solid Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, wie das exploited wird. Das kannst du halt nicht bringen, von wegen sagen, ja, wenn du 20 Minuten gespielt hast, dann zählt das Game. Das kannst du halt eigentlich nicht. contributor Weil für einen Starspieler musst du mehr Minuten geben. Oder bei die ganzen Coaches werden die Leute 20 Minuten drin lassen. Und jedes Mal ab Punkt 20. Minute nur noch rausnehmen und scheiß drauf. in the NBA. But his legacy is remembered for his untouchable record for consecutive games played in an NBA career. From 1986 to 2001, AC Green
did not miss a single basketball game. Not one. 1,192 consecutive games over the course of 16 years. A record that I'd be willing to bet anything will never be broken for the rest of time. But what people fail to mention is that in order to set this record, AC Green had numerous games where he would simply check into the game for a few possessions and then check back out. The man was well aware of his streak, and he would do anything in his power to keep it going until the day he retired. It's not a matter of if Aber so nett, dass seine Coaches damit gemacht haben. Stars around the league will check into a game and then inexplicably check back out after 21 minutes. It's a matter of how many stars will do this and how often. But this rule change is certainly a step in the right direction. Now, the next rule change that was included in the new CBA is one that fans have been asking for years. The NBA has become a positionless league. Is Steph Curry a point guard, or is he really a shooting guard? Probably a little bit of both. Is Jimmy Butler a power forward? Of course not. And yet he's listed as one. If you look up the words shooting guard in the Jimmy Butler ist als Power Forward gelistet? Junge, das ist eine Frechheit, Alter. Oder? dictionary, you'll find a picture of Klay Thompson, and yet he's listed as a small forward. Positions don't matter, and the NBA is finally taking notice of this starting next season and the way that they vote for all NBA teams. Because from this upcoming season forward, all NBA teams will no longer be restricted to 2 guards, 2 forwards, and a center. Instead, all NBA teams will be positionless. The 5 players who receive the most first-place votes will simply be first-team All-NBA. Ich habe da Angst, Digga, dass es irgendwann ein Team aus Centern wird oder sowas. Das All-Defensive-Team. Die Sorge habe ich dabei, weil jetzt sagen sie ja im Endeffekt, scheißegal, wer du bist, weil davor haben sie ja drauf geachtet, dass es immer 2 Guards sind, 2 Forwards und ein richtiger Center, der im All-Defensive-Team im Endeffekt ist. Oder in allen All-NBA-Teams, weißt du so? Und dadurch, dass du jetzt sagst, dass es scheißegal ist, kann es irgendwann dazu kommen, dass einfach 5 Center die meisten Votes im Endeffekt haben oder 5 Big Men. Und ja, das All-NBA-Team dann im Endeffekt aus 5 Big Men besteht, wo du dir ganz klar sagst, ja, packst du dann einmal Trae Young gegen oder sowas, Bruder, da kann keiner mehr was gegen machen, weißt du, weil sie alle zu groß sind. Also, du hast ja auch als Center zu verteidigen, ist ja deutlich einfacher als Guard, weil Center, du weißt, er muss zum Korb oder nimmt halt einen Post-Fade. Richtig. Und als Guard, du weißt nicht, drivet der jetzt, läuft der mir vorbei, nimmt der einen Stepback Free, keine Ahnung, ein Midrange, Ja. alles kann er machen. Definitiv. Deswegen finde ich auch immer das ist immer schwer zu unterscheiden, so. Wie zum Beispiel Rudy Gobert am laufenden Band, dass er Defensive Player of the Year geworden ist. Obwohl in den Jahren, keine Ahnung, Kawhi Leonard, LeBron James komplett, also Kawhi Leonard ist halt einfach Kawhi Leonard gewesen, weiß er selber, wo er wieder drauf ist. Deswegen weiß ich halt nicht so, ne. Finde ich nämlich auch schon recht, ne, dass auf jeden Fall der Dreier viel, viel schwerer zu verteidigen ist als die Zone. Players who earn the 6th through 10th most votes will be second-team All-NBA, and 11th through 15th will be named third-team All-NBA. This change in the structure of how All-NBA teams are chosen will fundamentally change the contractual leverage of players around the league and the legacy they leave behind. This past season, Nikola Jokic, the best player in the world, didn't even make first-team All-NBA. Only one center is allowed to make first-team, and that spot went to Joel Embiid. Rudy Gobert has 4 All-NBA selections in his career. You want to know how many All-NBA teams Vince Carter made in his 22-year career? 2. I know, right? Guess how many All-NBA teams Ray Allen has made in his career? 2. What about Dennis Rodman? You guessed it. 2. In fact, Rudy Gobert has more career All-NBA selections than Vince Carter, Ray Allen, Dennis Rodman, DeMarcus Cousins, Manu Ginobili, Draymond Green, Kevin Love, Alonzo Mourning, Klay Thompson, Bill Walton, James Worthy, Devin Booker, Chris Bosh, Kevin McHale, Earl Monroe, Derrick Rose, and Peja Stojakovic. Digga. Appalling. The old All-NBA voting system was broken, and it had been for years. But the most egregious case of this failed voting system came back in 2016 when DeAndre Jordan, who was never at any point in his career even considered a top 30 player in the league, made first-team All-NBA. That's right. Because of this voting system, DeAndre Jordan was virtually named a top 5 player in the NBA. Nur weil es keinen besseren Center gab, oder wie? Ja, weil es zu der Zeit keinen besseren Center gab. Weil es genau dieser Umschwungpunkt war, wo Golden State mit Steph Curry das erste Mal, glaube ich, oder das zweite Mal sogar schon die Championship gewonnen hat.
und dadurch halt keiner mehr wirklich große Bigs gespielt hat, sondern jeder nur noch auf kleine Guards gesetzt hat, weißt du, ich meine? Und weil wenn du einen großen Big da draußen hast, dann gehst du Gefahr, dass er halt einfach eine ISO mit Steph Curry am Ende hat und natürlich seine Beine verknotet kriegt, weißt du, ich meine? Wild. Also Ja, das trotzdem, ist wirklich... der kriegt ja nach dem Jahr einen Max-Contract, wenn er in First NBA-Team war. Ja, also wahrscheinlich ist er genau wegen so eine Sachen überhaupt noch in der Liga, Digga. Also bei der Andrew Jordan ist seit Jahren schon nicht mehr spielbar, ne? Und der hat jetzt einfach Championship gewonnen mit Denver Nuggets. Aber noch nicht. Aber Bruder, er und Dwight Howard, das sind beides so meine Center. Dwight Howard ist schon immer ein guter Center gewesen, Bruder, muss man sagen. Ne? Auch wenn er vielleicht damals überhaupt nicht mehr die Minuten bekommen hat, aber damals Orlando Magic war der anders. Und der Andrew Jordan, der mag er halt einfach wegen den Clippers-Zeiten, was er dafür manchmal für Dunks geballert hat. Beide Center, die glücklicherweise noch mal eine Championship gewonnen haben, Digga. Lustigerweise beide auch durch, der eine durch LeBron, der andere durch Nikola Jokic. Wie findest du die beiden? Ja gut, das sind noch Zeiten, wo ich Basketball noch nicht so verfolgt habe. Ja, Digga. Aber ja, ich bin nicht so alt wie du. Digga, ich guck Basketball seit 2016, du Arschloch, ne? Also ich habe mir das alles nochmal angelesen hier. Richtig in Ich gucke jetzt seit Bücherwurm-Modus gegangen. 2020, aber ich sehe halt so Highlight-Clips und so, ne? Das mit den Clippers und so, mit Blake Griffin, Chris Paul und so. War glaube ich, so Chris Paul. Wo die ganzen Lobs und so gespielt haben, diese Contact-Lobs und so, das weiß ich halt. Aber nicht jetzt, keine Ahnung, dass sie ein ganzes Jahr oder so in der normalen Season dominiert haben. Ja, das muss man auch sagen. Vor allem, die haben ja irgendwie 3 oder 4 Mal sind in den Playoffs in der zweiten Runde rausgeflogen. Weil es ist halt einfach gegen Teams, wo jeder gesagt hat, dass sie der Favorit sind, es einfach wieder nicht hinbekommen haben. Ne? Also da gibt es auch ganze Videos, Bruder. Du guckst ja auch englischen Content, ne? Ich kann dir mal was rüberschicken, Digga, damit du mal ein bisschen schlau wirst. Ne, mein Sohn? Kannst du machen, ja? Gut, alles klar. That same season, Kevin Durant, at his apex, did not make first team All NBA. Das ist hart. Das ist hart. Aber gut, man muss halt dazu sagen, ne, DeMarcus Cousins, dass DeMarcus Cousins es nicht vor der Andre Jordan geschafft hat. Bruder. Ja, normalerweise wäre Kevin Durant damit oben dabei. Bei dem würdest du dann heutzutage als Center spielen. So wie Golden State das er dann gemacht hat, ne? Change was in need, and to demonstrate just how much these alterations will affect the NBA, here are the All-NBA teams from 2023. Now, considering the new minimum game requirement and the positionless voting, this is how the 2023 All-NBA teams would look under the new rules according to voting results. Giannis, Steph, Butler, Lillard, and LeBron all missed too many games to make the cut. Jokic makes first team with Embiid, Sabonis, Fox, and Randall all get promoted to second team, and 4 players in Markkanen, Holiday, Brunson, and Anthony Edwards all make their first All-NBA team. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr weirdes All-NBA-Team, Bruder. Findest du nicht auch? Ja, im Vergleich zu dem vorher auf jeden Fall. Aber das ist halt wieder das mit, dass die Stars extra Spiele aussetzen, wo es um nichts geht, beziehungsweise nicht spielen wollen. Ja, und nicht das Requirement da war, dass du halt 65 Spieler, sondern nur 58 machen musstest, ne? Ja, aber Bruder, das ist halt ein komplett cracktes NBA-Team, Bruder. Ne? Also, ich habe auch das Gefühl, dass die NBA es immer ausbalancen will, dass es halt nicht dazu kommt, dass Leute in der neuen Ära viel, viel mehr, wie sagt man, viel, viel mehr belohnt werden dafür, dass sie spielen, als die Leute damals. Und das könnte, ich habe das Gefühl, dass es dadurch halt dazu kommen könnte, ne? Weil, keine Ahnung, dass zum Beispiel Leute wie Anthony Edwards schon in ihrem 3. Jahr halt ins All-NBA-Team kommen. Wo andere Leute wie Draymond Green irgendwie gerade mal 2 All-NBA-Teams allgemein geschafft haben. Weißt du so? Oder? Weißt du? Das wäre ein zu harter Cut. Immer so 1, 2 Dullis nehmen die immer mit dran, damit es nicht zu auffällig ist, ne? Yes. Ja, ist ja so. Auch beim All-Star-Game und so. Ja, gut, ne? Ja, gut. Luka und Jokic waren auch komplett falsch beim All-Star-Game, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt. Ja, gut, zum Beispiel, das ist jetzt ein relativ schlechtes Beispiel. Zum Beispiel Lauri Markkanen. Der hat die ersten, ich sag mal, 20 Spiele gut performt, wo Jazz dann auch teilweise auf der 1 war und so. True. Aber sonst kam da nicht viel. Ja, ich guck's mir den Kader mal an. Ja, gut, Lauri Markkanen fand ich aber auch schon eigentlich gar nicht schlecht, ne? Wenn ich den zugesehen habe, hat er eigentlich immer gut geknallt. Ist hier eine Liste?
schon, ja. Oh, weiter, ne? Sag, wenn du dick findest. The last major change that we'll see in this upcoming season is the new in-season tournament. No official structure of the tournament has been announced yet, but the basic framework is Genau das, was du, glaube ich, gesagt hast. set, and it'll look something like this. The league will be divided into 6 pools of 5 teams. Pools will be comprised of teams from the same conference. And that's about the extent of this plan making any sense. Because out of the established pools of teams, there will be designated days during the first 6 weeks of the season where teams will play within their pool. The winner of each 6 pools will advance to a single elimination stage along with 2 wildcard teams. The league has yet to announce how these wildcard teams will be determined, so maybe record. The semifinals and finals will be played at a neutral site, and the players on the winning tournament team will receive $500,000 each. But here's where it gets really weird. Each NBA team will only be scheduled for 80 games on the season. Teams that do not advance to the knockout round of the tournament will have 2 games added to their schedule, and the teams that make the final round of the tournament will play 83 total games. So let me get this straight. This new in-season tournament will affect the scheduling of the regular season. It will have qualifying rounds built throughout the season. It will lead to some teams playing more games in a season than others, but most importantly, I don't know if anyone's even gonna care. The teams that are already good might not care about the in-season tournament because they have bigger goals. And the teams that have no chance at contending for a championship and might care to win the tournament probably won't have a shot. I think the single elimination format could work in favor of less capable teams, but are the title contenders for the postseason not also the same teams that will be favored to win the in-season tournament? Will the rich not just get richer while bad teams continue to have no shot at winning anything? Over the last decade, the NBA has added a handful of new awards that players can win throughout the season. The Hustle Award, Teammate of the Year Award, Clutch Player of the Year, Eastern and Western Conference MVPs. These extra awards get more players and fan bases involved. But if we're being completely honest, no one really cares about these additive accolades. Who won the Hustle Award in 2020? Who won the Teammate of the Year Award in 2021? Similar to these secondary awards, I think the mid-season tournament could be a fun detour from the regular season, but I'm not sure how much value or even importance it will hold, especially considering it will uproot the entire structure of the regular season. Also, ich sag dir ganz ehrlich, hört sich ein bisschen an wie deutscher Pokal. Aber auf kompliziert gemacht, Digga. Auf komplett behindert. Digga, das ist ja... Warum das, da weißt du, das Problem, was ich dabei habe, ist, dass halt dass halt diese 82 Spiele angegriffen werden. Dass jetzt Leute auf einmal nicht mehr 82, sondern nur 80 Spiele spielen. Oder andere dann dafür 83. Das ist ja komplett lost, Digga. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das dann quasi in einer Woche ist, wo dann so ein Turnier ist? Oder ist es so jede Woche nochmal ein extra Game mäßig? Nee. Im Endeffekt machen die das einfach so. Die Leute, also die Teams spielen ja so oder so gegeneinander in der Season sowieso. Und die Games, die sie dann da haben, werden dann einfach für den Pokal gezählt. Ne? Also die werden für die Season und den Pokal dann gleichzeitig gezählt, so. Komplett lost. Das ist ja dann wieder nur ein Halbfinale und Finale reinbringen, 3 Extraspiele, wieder mehr Einnahmen. Also Ja, genau. so verstehe ich das jetzt. Ja, genau. Weil alle anderen spielen ja ganz normal bei den ersten Runden mit, bis dann die ersten Leute rausfliegen, Halbfinale, Finale. Und ja, genau so. Komplett behindert, Bruder. Hättest du jetzt einfach gesagt, okay, pass auf, wir machen ein Turnier, wo wir einfach ein paar extra Games adden, so dass, was nicht die Season betrifft, komplett, dann wäre das nochmal was anderes, dann wäre es halt einfach genau deutscher Pokal. Oder du sagst, du machst das vor der NBA, machst ein kleines Turnier von, weiß nicht, den Teams, die einfach mitmachen wollen und lässt sie gegeneinander spielen, sowas in der Art. Aber Oder nein, du- oder NBA, oder? Oder du packst halt noch so die G-League-Teams rein oder so, dass du so dieses Underdog-mäßige hast, dass sie dann, weißt du, True, Alter. Ja, Mann. Das vielleicht sollten die mich mal einstellen. Ja, Mann. Scheiße, Digga, wir müssen uns bei der NBA bewerben. Du bist Das mein halt. Sohn, Digga, du müsstest eigentlich sofort genommen werden. Digga. What do y'all think? Do you like the changes coming to the NBA? If you had the power, what changes would you make? Ja, Bruder, absolut wildes Video. Also die ersten beiden Changes kannte ich halt schon, ne, mit den 65 Spielen und mit den, was war das andere? Mit Season Tournament. Mit Season Tournament, was war das andere? Meinst du das mit Spielen? Ja, nee, irgendwas war da noch in der Mitte.
Auf jeden Fall, 2 von den anderen kannte ich auf jeden Fall schon. Bloß dieses Mid-Season-Tournament, da war ich halt komplett, keine Ahnung, Bruder. Das ist halt viel zu kompliziert. Und viel zu, ja, ist einfach extra, Bruder. Und das durch so ein Bullshit dann am Ende die Season Enders, Digga, die halt seit 60 Jahren besteht, Bruder, wo alle Leute immer 82 Spiele spielen. Das ist halt eine Frechheit, finde ich. Weil es mit den 82 Spielen geht doch gar nicht so lang. Es war noch irgendwann, also bis vor irgendwann 40 Jahren oder waren es noch 60, meine ich. Nee, eigentlich war es schon immer 82. Irgendwas hatte ich gesehen. Warte mal, seit wann spielen die denn NBA 82 Spiele? NBA 82 Games. Format? Ja, aber es sind. Warte mal, hier was always. Seit 67, 68. Ja gut, da war ich ja gar nicht so falsch. Nee, das geht, das geht. Na gut, du hast aber recht, dass Will Chamberlain zum Beispiel damals nicht 82 Spiele gespielt hat. Ich glaube, da waren noch in der Liga gerade irgendwie 8 Teams oder so, ne?